Herzlich willkommen zur heutigen Maschinenvorführung auf dem Biobetrieb Neuhof in Birr. Wir haben hier eine Gründüngung mit Sonnenblumen und verschiedenen Kleearten. In der heutigen Maschinenvorführung geht es darum, diese möglichst schonend einzuarbeiten. In diesem Video zeigen wir euch verschiedene Fräsen, Kurzscheibenecken und eine modifizierte Federzahnecke. Ziel ist es, dass die Maschinen die Gründüngungen möglichst gut einarbeiten bei maximal 10 cm Bearbeitungstiefe. Wir sehen hier den Geohobel. Er arbeitet ähnlich wie eine Fräse, hat aber Hauen, keine Winkelmesser. Die Arbeit ist sehr gut. Man kann auch gleichzeitig noch Einsaaten machen, falls das gewünscht ist. Es wird sehr flach gearbeitet, ca. 2 oder 3 cm. Die Einmischung ist gut. Beim Geohobel sind die Tasträder auf Höhe der Welle. Somit ist eine präzise Tiefenführung möglich. Für eine vollständige Unterschneidung sind ca. 4 cm mindestens nötig. Die Jellyfräse ist eine Fräse mit 90 Grad abgewinkelten Winkelmesser. Sie arbeitet vollflächig und hat vorne 2 Tasträder zur Tiefenführung. Sie hat hinten Klappen, die hydraulisch geöffnet und geschlossen werden können. Je weiter sie geöffnet ist, desto mehr organisches Material liegt oben auf. Sind die Klappen geschlossen, wird das Material stärker in den Boden eingearbeitet. Hier sehen wir die Howard-Fräse, eine Fräse mit Winkelmesser. Speziell an dieser Fräse ist, dass sie eine Tiefenlockerung vorangeschaltet hat, die bis zu 40 cm tief lockern kann. In einer Bearbeitung ist es möglich, die Gründüngung einzuarbeiten und die Untersaat für die Folgekultur auszusäen. Die Kuhnfräse ist wiederum eine Fräse mit Winkelmessern. Die Kuhnfräse arbeitet die Gründüngung sauber ein und mischt sie mit dem oberen Erdmaterial. Sie ist erhältlich in vielen verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit verschiedenen Tasträdern oder einer Packerwalze als Nachläufer. Als Zwischenfazit zu den zapfwellenangetriebenen Geräten: Sie arbeiten alle sehr gut die Gründüngungen ein. Allerdings ist es wichtig, dass man die Drehzahl nicht über 200 Umdrehungen pro Minute einstellt, ansonsten entsteht zu viel Feinerde, die ein erhöhtes Erosionsrisiko herbeiführt. Wichtig ist bei allen Fräsen, dass die Messer so eingestellt sind, dass sie kratzen und nicht schleifen. Somit kann eine Schmierschicht verhindert werden. Nun kommen wir zu den gezogenen Geräten. Von Kerner haben wir die Kombination vorne mit der X-Cut und hinten mit der Helix Kurzscheibenecke. Vorne ist es eine Messerwalze, die längs und quer schneidet. Somit wird die Gründüngung zerkleinert und hinten mit der Kurzscheibenecke eingemischt und nochmal zerkleinert. Dies erbringt ein sehr zufriedenstellendes Resultat bei einer hohen Arbeitsleistung. Die Horsch Joker ist eine Kurzscheibenecke. Überraschend war, dass sie in nur einem Durchgang die Biomasse sauber eingearbeitet hat. Allerdings hat es größere, längere Stängel als bei anderen Verfahren. Das Risiko der Kurzscheibenecke ist, dass sie nicht vollständig unterschneidet. Somit wird vielleicht die Gründüngung nicht vollständig absterben. Damit die Kurzscheibenecke gut funktioniert, ist eine gewisse Geschwindigkeit nötig. Ca. 10 bis 12 km/h sind ideal. Der Betriebsleiter arbeitet mit der Güttler Supermax. Sie hat mit 5 Metern eine sehr hohe Schlagkraft. Damit die Güttler Supermax ein gutes Ergebnis erzielt, muss die Gründüngung vorher gemulcht werden. Sie unterschneidet den Boden vollständig mit Gänsefußscharen, die an Federzinken montiert sind. Zusätzlich ist es möglich, eine Gründüngung oder eine Getreidekultur gleichzeitig einzusäen. Mit der Güttler Supermax wird am wenigsten Feinerde produziert. Von all den gezeigten Geräten liefert sie die extensivste Bodenbearbeitung.
Zum Schluss die Vor- und Nachteile von Fräse und gezogenen Geräten. Bei den Fräsen ist der Vorteil, dass sie die Gründüngung besser einarbeiten, sie häckseln das Grünmaterial besser. Bei den Fräsen ist ganz wichtig, dass die mit einer nicht zu hohen Drehzahl gefahren werden, sonst können auch Regenwürmer, die oberflächlich jetzt unter der Gründüngung sind, geschädigt werden. Die Vorteile der gezogenen Geräte sind die höhere Flächenleistung, der geringere Dieselverbrauch und der geringere Eingriff in den Boden. Hingegen besteht bei viel Biomasse Verstopfungsgefahr. Im Biolandbau sind ja oft Wurzel- und Kräuter ein Problem, wie Ampfer, Quecken, Disteln und Winden. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Die Fräsen haben die Tendenz, diese zu zerstückeln, besonders bei hoher Drehzahl, und dann vermehren sie sich. Das ist bei gezogenen Geräten nicht der Fall. Mit diesem Video hoffen wir gezeigt zu haben, dass es kein Problem ist, eine grüne Brücke wieder einzuarbeiten und die Folgekultur danach zu säen.